Hallo Leute, da bin ich wieder. Diesmal auf dem Weg nach Dresden. Ihr wolltet, dass ich nach Dresden komme und jetzt bin ich auf dem Weg nach Dresden. Hier habe ich mal einen kurzen Stopp gemacht. Wie ihr sehen könnt, Marienborn an der Gedenkstätte. Hier stand ich ja schon so oft mit dem Bus. Ja, aber diesmal bin ich ja privat unterwegs. Aber das wollte ich euch auch noch mal zeigen für diejenigen, die das hier noch nicht kennen. Beweis, dass ich auch tatsächlich mit meinem Wagen hier unterwegs bin. Extra für euch. Das ist die ehemalige Grenze Marienborn. Jetzt gibt es ja Gott sei Dank keine Grenze mehr. Und freut euch drauf, wenn gleich losgeht. In diesem Sinne, bis gleich nach dem Intro. Leute, wundert euch nicht, ich bin doch in Magdeburg gelandet. Ich habe mir überlegt, wir sind ja gar nicht mal so weit weg von Magdeburg. Dresden nehmen wir nächstes Mal. Heute ist mal Magdeburg dran. Und wie ihr sehen könnt, stehe ich auch schon direkt vor dem Hauptbahnhof. Ich habe gelesen, es gibt 3 Bahnhöfe. Die anderen sind Güterbahnhöfe. Aber der hier, der ist schon auch ziemlich alt und der modernste. Nach Halle oder beziehungsweise ein Knotenpunkt nach Halle hier in Sachsen-Anhalt. Da gehen wir jetzt mal rein und schaut mal, Straßenbahnen haben die natürlich hier auch. Die schauen wir uns auch an. Aber erstmal den Bahnhof, dann Straßenbahn und dann natürlich Busse. Ein gewaltiger Anblick, wenn man das so sieht. Wirklich, da haben sie sich Mühe gegeben, die Architekten, das hier so zu bauen mit der schönen Uhr da oben. So, jetzt gehen wir aber mal rein. So, ich habe mal für dieses neue Handy noch kein vernünftiges Mikrofon. Hoffentlich sind die Aufnahmen dann nachher von Ton auch gut. Bin ich mal gespannt. Ganz oben könnt ihr sehen, Abfahrt, Anfahrt. Die Information ist direkt hier vorne, Reisezentrum. Ja, die Gleise sind direkt hier unten, 1 bis 9. S gibt es hier, 8 Bus, kann man hier auch lang. Okay, vielleicht ist der Zopp auf der anderen Seite oder so. Kann natürlich auch sein. So, natürlich alles gleich. Wenn ihr sehen könnt, Europa eben halt, manche sind so weiß, manche sind so schwarz. Dazu müssen natürlich auch noch Aufzüge sein. Na klar, Aufzug ist auch vorhanden. Für Rollstuhlfahrer, Kinderwagen oder viel Gepäck oder so. Alles da. Da gibt es noch Ausgang Konrad-Adenauer-Platz und da ist auch ein Buszeichen. Ich gehe stark davon aus, dass auf der anderen Seite der Zopp ist. So, hier kommen schon die ersten runter. Das heißt, ein Zug müsste gekommen sein. Dann laufen wir mal hoch, mal schauen, was da gekommen ist. So, die S-Bahn, die ist gekommen hier. Der S1 war das, glaube ich, nach Bad Salze. Der fährt aber gleich auf die andere Seite weiter. Aber hier hinter steht noch etwas. Ah doch, der fährt doch in die Richtung. Oh, da können wir den ja mal beobachten. So, und hier steht Abellio. Abellio sagt uns doch was, Leute. Thüringen, Freistadt Thüringen. Okay, der wird hier noch fertig gemacht. Der hat wohl noch Pause oder so. Es sind nämlich keine Menschen drin. Der wird sauber gemacht. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen hier. Ich gucke mal die anderen Gleise. Vielleicht sehen wir noch einen ICE oder so. Aber ein schöner Bahnhof. Ja, ich gehe mal eben auf die andere Seite, Leute. Die neue Kamera hat ja auch so einen Regieassistenten. Ich kann gleichzeitig mich aufnehmen und gleichzeitig auch, was ich aufnehme. Da könnt ihr mal so gucken, was ich gerade sehe. Ich laufe jetzt die Treppen runter und ist auch mal eine schöne Ansicht. Ich werde, glaube ich, viel Freude mit der neuen Kamera haben. Hier hat man noch so einen Einkaufsbahnhof Magdeburg, so einen Orientierungsplan, wo was ist, kann man sich hier so anschauen. Ja, wir sind gerade hier reingekommen. Ausgang Bahnhofsvorplatz, Ausgang Zopp, wusste ich. Immer geradeaus. Deswegen war dieses Zeichen, da ist dann auch der Zopf.
Zopf, habe ich jetzt Zopf gesagt. Ne? Und da gibt es noch Zugang über Bahnsteig C und so. Ja, ich laufe mal weiter. So Leute, wir könnten auch hier mit dem IC 245 nach Dresden fahren. Machen wir natürlich nicht, aber wir warten mal darauf, dass der gleich kommt. Aber ich sehe da gerade eine schöne Hamsterbacke. Ja, den werden wir dann natürlich auch aufnehmen, aber diesmal ganz in Silber. Obwohl Deutsche Bahn drauf steht, aber ist eben halt Silber. Okay. Wir haben jetzt die Möglichkeit, den schönen Hamsterbacke hier, was sagt ihr dazu, Talent, nochmal von vorne zu sehen. Gleich kommt ein ICE oder IC. Ach, dahin kommt er schon, aber das ist doch nicht der IC. Den werden wir uns dann natürlich auch gleich nochmal anschauen. Mal gucken, was das für einer ist. Da hinten kommt er angefahren. Und hier auf 6 kommt auch noch gleich etwas. Das macht richtig Spaß mit der neuen Kamera. Die kann man auch direkt schon zack ranzoomen, wegzoomen und ganz Weitwinkel machen. Ja. Hoffentlich gefällt euch das auch mit den Aufnahmen. Bald kriege ich auch noch ein Mikrofon hierzu, weil der hat keinen Klinkenstecker mehr, sondern alles über diese C-Buchse. Ja, so ein, ach, da kommt er doch schon. Schaut mal, Leute. 2 Hamsterbacken nebeneinander. Oder ist das ein, nee, da ist keine Hamsterbacke, da ist was ganz anderes. Okay, Magdeburg Börde IC. Auch ein sehr schöner Zug. Allerdings auch mit Doppeldecker. 2 Etagen. Okay. Und so schaut das hier aus in Magdeburg. Hier wird auch noch was gebaut. Bestimmt Parkplätze oder so. Ja. Das ist doch mal schön. Ihr könnt was sehen von Magdeburg oder überhaupt die ganzen Städte, wo ich immer bin. Und ich erlebe ja auch etwas. Natürlich gemeinsam mit euch macht es am besten Spaß, dass diese Arbeiten eben halt nicht umsonst sind. Bevor wir rüberlaufen zum Zop, habe ich hier gerade gesehen, sind auch ein paar Exemplare gekommen. So ein ganz flacher, auch von Abellio. Ich glaube, das ist der gleiche, den wir vorhin gesehen haben. Aber auch noch so ein IC, der 2046 nach Stuttgart. Der ist jetzt auch gerade hier angekommen. Ja. So, der Zugführer, der guckt natürlich, ob die alle drin sind, damit er die Türen zumachen kann. Aber hier kommt noch jemand angerannt. Das war der RE10. 1026 hatte Abfahrt nach Erfurt. Der steht aber immer noch da, der wird aber gleich abfahren. So, wir laufen jetzt mal weiter. Hier kann ich auch runter. Tram, Bus und Ersatzhaltestellen, Schienenersatz meinen die wohl. Kann man da unten drunter. Da laufe ich jetzt mal mit euch hin. Der nach Dresden, der hat sich auch schon verabschiedet. Der fährt jetzt auch weiter. Dann laufe ich mal mit euch runter. Das reimt sich wieder. Das haben wir auch sehr schön gemacht hier, extra für Rollstuhlfahrer, so mit Rampe und so. Ja. Ich bin mal echt auf den Zop gespannt. Mal gucken, was das für einer ist. Ah, hier kann man auch noch Carsharing. Kann man sich noch ein Auto mieten und so. Ja. Nur kalt ist es ein bisschen. Erst haben die mal hier so einen Vorplatz, hier so mit einem Zelt und so, wie im Stadion. Nennt sich auch Konrad-Adenauer-Platz. Ja. Ach, da ist der Zop. Jawohl. Ja, das sieht gut aus. Wie in Chemnitz so aufgebaut, so wie es ausschaut. Und mal gucken, was da gleich noch zu sehen ist. Hier dieser Reisebus hier, MAN, Münchs Charterreisen, der hat sehr wahrscheinlich Arbeiter von Amazon gebracht. Ich konnte das an den Umhängen sehen. Vielleicht macht er auch so eine Art Berufspendel, dass er die hier, da muss es ja wohl hier irgendwo so ein Amazon oder so geben. Weil ich habe da gerade welche gesehen mit so Amazon-Sachen um den Hals. So, der eine Kollege, der macht gerade schon Pause. Ich laufe hier einfach mal dran vorbei. Hier ist noch ein schöner Bus. Lions City MAN. Ja, so einer, den wir auch haben. Nichts Gravierendes. Davor auch ein MAN. Aber davor
Das sieht mir nach LE aus. Sogar mit einem Fahrradanhänger. Nicht Anhänger, ein Fahrradanhänger. Boah, was ist das? Wie nennt man das? Doch, ein Citaro, ja. Ein schönen Citaro LE, so wie es ausschaut. Ja, oben sitzen die ganz hoch und unten hat er dann ganz normal als, ja, wie sagt man so schön, Niederflur. So, der Kollege ist auch nicht drin. Ja, hier kann man eine Runde drehen und dann auf der anderen Seite wieder rausfahren. Ich drehe mal mit euch eine Runde. Mal gucken, was wir hier noch so alles vor der Linse bekommen. Ja, da vorne stehen auch schon ein paar. Ich will ja selbst mal alles immer austesten. Kann ja sein, dass ich mal mit dem Reisebus irgendwann mal... Magdeburg war ich schon mal, aber nicht hier am Bahnhof. Wenn ich mal hier bin, dann weiß ich immer genau, wo was ist. Und ich habe ja so ein fotografisches Gedächtnis. Ah, hier steht ein Solaris. Okay. Ein 12er ist das, glaube ich. Ja. Ihr fragt immer oder ihr sagt immer, oh, Mehmet Oe hat keine Ahnung von den Bussen. Leute, es gibt so viele Marken, so viele Modelle. Da kann ich mir die eigentlich nicht so merken. Ihr seid die Spezialisten. Diese Videos sind ja auch speziell extra auch für euch, damit ihr das erkennt und da könnt ihr euer Wissen direkt mit den anderen Leuten teilen. Ja, ich selber zum Beispiel, ich wüsste jetzt nicht, was für ein Baujahr, was für eine Modellreihe. Ich sehe nur Solaris, wenn da oben dann eben halt Urbino 18 oder 12 oder je nachdem was steht. Den könnte ich jetzt zum Beispiel auch als LE einstufen, weil hier, die sind auch wieder ganz hoch, wie ihr sehen könnt. Dann geht es runter hier mit den Stufen und dann ab hier wieder Niederflur. Ja, Fahrer ist nicht drin, deswegen konnte ich euch das zeigen. Zutritt nur mit Maske, konnte ich noch sehen. Ja, auch ein sehr schöner Zop, würde ich mal sagen. Und hinten kann man das noch mal sehen, wo ich gesagt habe, sieht aus wie ein Zelt. Ja, so schaut es aus. Aber ich habe gehört, es gibt hier noch einen Bahnhof von der Elbe aus oder so, wenn ich mich nicht verguckt habe. Da kann ich ja auch noch mal versuchen, irgendwie hinzukommen, wenn sich hier nichts mehr tut. Aber hier warten welche auf den Bus. Das heißt, es musste gleich noch ein Bus kommen. Hier noch so ein Deutsche Bahnbus, schön Citaro. Ja, dann warten wir mal noch ein bisschen. Die Leute, die hier stehen, die warten hier auf den 267 nach Prag. Der Fernbus, 10:08 Uhr haben wir jetzt, aber 10:45 Uhr würde der jetzt erst kommen. So lange habe ich nicht vor zu warten. Ja, aber für euch, für diejenigen, die irgendwann mal hier den Flixbus suchen, ja, der ist hier direkt Haltestelle 7. Hier fahren die Fernbusse ab. Und da kommt gerade noch so ein Güterzug reingefahren. Kann ich euch auch noch mal eben kurz zeigen. Ansonsten, wie gesagt, auch richtig schön gelegen. Zeige ich euch gleich, was ich damit meine. Nehmen wir erstmal diesen schönen Citaro mit, wie er hier reinfährt. Der Kollege. Und zwar kann man hier Autobahn 14, wo ich gleich noch weiter nach Dresden fahren werde, nehmen. Oder eben halt auf die A2 kann man hier direkt rausfahren. So, ich gucke mal, dass ich vielleicht noch ein bisschen in die Stadt mit euch kommen kann. Nehme ich euch mal mit. Mal gucken, was es da noch zu sehen gibt. Hier nochmal der Eingang oder Ausgang, wie man es nimmt, von der Konrad-Adenauer-Platz aus, wenn ihr mit dem Bus gekommen seid und zu der Bahnstation oder in die Stadt laufen wollt. So sieht das Teil aus. Auch schön gemacht. So Leute, ich laufe mal mit euch direkt wieder raus. Da sehen wir auch schon die Straßenbahn direkt. Die Türen gehen hier automatisch auf. Und wenn ihr sehen könnt, die Beleuchtung und so, ja, wir haben noch Weihnachten. Das war der 28. Dezember, wo ich das hier alles gedreht habe. Dann gibt es hier noch eine Touristinfo. Ja, könnt ihr euch erkundigen. Und dann kommt dann natürlich auch diesmal in Blau auch noch mal so eine Straßenbahn. Hoffentlich sage ich das wieder richtig. Einmal habe ich ja S-Bahn gesagt. Da haben die gesagt, das ist keine S-Bahn, das ist eine Straßenbahn.
Die haben auch eine Abkürzung MVB, der Magdeburger Verkehrsbetriebe, denke ich mal, soll es heißen. Und früher, wo ich gearbeitet habe, hieß es ja Mittelrheinische Verkehrsbetriebe. Ich deute das mal als ein M und ein V und ein B, weil woanders sehe ich nicht. M für Magdeburg, Verkehrsbetriebe, könnte hinhauen. Wenn ich falsch liege, schreibt es einfach. Auf der Suche nach so einem anderen Bahnhof hatte ich gelesen, Bückenau oder Bückau oder so, habe ich mal hier diese schöne Anlage hier gesehen. Schaut mal Leute, wie viele Gleise hier alles verbaut sind. Wirklich sehr, sehr schön. Ich hoffe ja, dass hier gleich noch so ein schöner Zug hier durchrauscht. Ich zeige euch auch mal so ein bisschen Magdeburg. In der City weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe, weil da vorne ist auch so ein Dom, da ist auch die Straßenbahn. Ich denke mal, auf der anderen Seite ist auch City. Mal schauen. Bleibt einfach mal dran, was ich hier so entdecken werde. Extra für euch, weil ihr habt diese Fahrten ja auch gesponsert. Namen habe ich nicht erwähnt, aber es sind viel bei rumgekommen, die ihr bezahlt auf PayPal, mit PayPal oder hier auf den Supertanks. Einfachste Methode, Supertanks, 1 Euro, 2 Euro, je nachdem, das kommt uns zugute. Dann kann ich auch überall hinfahren. So, ich laufe mal so ein bisschen in eine Stadt rein, aber das wollte ich euch noch zeigen. Schaut mal Leute, was für Häuser hier noch gibt. Ja, sieht richtig, total, ganz andere Welt sieht das aus. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht überfahren werde hier. Ich stehe gerade auf den Gleisen. Ja, das wollte ich euch auch noch mal zeigen. Da vorne sind übrigens die Haltestellen von den von der S-Bahn, wollte ich wieder sagen, von der Straßenbahn. Ich fahre oder laufe mal noch ein Stück weiter. Mal gucken, was ich noch alles entdecken werde hier. Ich bin mal ein Stück weiter gefahren und bin jetzt hier an so einem Domplatz. Jetzt kann ich mich auch dran erinnern, ich war mal hier mit einer Gruppe, die habe ich hier am Domplatz rausgelassen. Und hier durfte ich nicht halten, hatten die mich weggejagt. Das ist hier der Dom von Magdeburg, Leute. Schaut euch das mal an. Wenn man schon hier ist, dann muss man das auch gesehen haben. Ich laufe mal so ein bisschen mit euch. Mal gucken, ob wir noch ein paar Busse sehen. Aber ich hatte das in den anderen Videos ja auch schon mal gesagt. Sobald Straßenbahnen im Spiel sind, gibt es sehr wenig Busse. Ja, da vorne kommt jetzt zufällig mal eins. Aber hier ist auch direkt schon die Straßenbahn. Ja, schön effizient. MAN kommt da jetzt, glaube ich, was ich so sehen konnte. Ja. Jetzt sehen wir auch mal die Farben von den MVB. Das erinnert mich immer noch an MVB, Mittelrheinische Verkehrsbetriebe. Die haben hier grün und weiß, so wie es ausschaut. Leute, ich habe ja schon Deutsche Post entdeckt. Oh, jetzt fährt mir gerade so eine Straßenbahn ins Bild. Aber so eine große Deutsche Post, Fachwerk oder Gebäude habe ich nicht gesehen. Schaut mal, sogar mit Uhr, Deutsche Post. Wirklich schön. Jetzt kann ich mich auch wieder daran erinnern. Hier hatte ich mich hingestellt. Hier kann man nämlich mit Bus 1 Stunde parken. Natürlich muss man die Parkscheibe reintun. So, Busse habe ich nicht allzu viel gefunden. Hier habe ich noch so einen Schienenersatzverkehr gefunden. Die Linie 73, auch in den Farben grün-weiß. Ja, MVB, Mittelverkehr. Ich wollte wieder sagen, Mittelverkehr. Magdeburger Verkehrsbetriebe. Ich weiß gar nicht, ob das Magdeburger Verkehrsbetriebe, das V für, ich kann das auch nirgendwo noch sehen. Mal gucken, vielleicht werde ich noch schlau da draus. Der Hybrid effizient. Gucken wir mal, wie der da abfährt. Ja, wie gesagt, wenn Straßenbahnen im Spiel sind, seht ihr ja, ne? Ab und zu sieht man mal ein paar Busse. Vielleicht gibt es einen Knotenpunkt, wo richtig viele Busse dann auch in der Stadt, in der City sind. Aber das jetzt zu finden, das wird den Rahmen sprengen.
So, ich laufe dann mal weiter. Ich bin angekommen hier, Bahnhof Magdeburg-Bückau, aber den gibt es ja nicht mehr so in dem Sinne, nur das Gebäude. Der sieht auch schon richtig mitgenommen, wie so eine Art Mystery-Bahnhof oder so. Aber die Türen sind auf, vielleicht kann man ja doch noch reingehen. Der ist auf jeden Fall nicht mehr im Betrieb. Das waren mal hier ehemalige Taxiplätze und so. Ja, natürlich ganz Unterschied zwischen dem neuen Bahnhof. Das sieht da drin wirklich mysteriös aus, aber ich gehe mal mit euch trotzdem da rein. Aber vorher nehmen wir noch hier diese schöne Straßenbahn mit, ganz in Blau. Wo fährt er denn hin überhaupt? Warte, ich laufe mal hinterher, wo der hinfährt. Ah, okay. Aber da oben sind Menschen, das heißt, von der anderen Seite kann man da doch wohl irgendwie da rein. Aber ich laufe jetzt mal hier rein. Mal gucken. Nicht, dass mir was passiert. Also wenn ihr von mir nichts hört, dann wisst ihr, ich bin hier irgendwie umgekommen. Ach du Scheiße. Wie sieht das denn hier aus? Ey, kriegt man Angst. Nicht, dass da gleich irgendwelche Leute hier auf mich warten. Oh Mann. Alles bemalt, alles. Aber Fahrplan in Gelb, der hängt hier noch. Das ist noch wohl aktuell. Automat, den gibt es auch noch. Vielleicht fahren die ja doch noch hier, laufen die. Und ich habe ja gerade Menschen da oben gesehen. Ein DHL-Paket-Dingsbums gibt es hier auch noch. Aber natürlich alles versaut, ist auch nicht mehr im Betrieb. Aber hier geht es zu den Gleisen. Aber ihr müsst mal gucken, Leute, da ist ja hier Aufzug. Aber hier sind keine modernen für die Linden und so. Aber das scheint hier trotzdem noch eine Haltestelle zu sein. Richtung Magdeburg Hauptbahnhof. Da komme ich ja gerade her. Ich höre auch was, glaube ich. Ich glaube, da ist sogar noch ein Zug gekommen. Hört sich nach einem Dieselzug an. Ja, da auf der anderen Seite. Also der wird noch angefahren, Leute. Ja. Ich denke schon, ich höre doch da irgendwo so einen Dieselzug. So ein Stadler oder wie die heißen. Müsste das sein. Ja, der fährt hier noch. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die tatsächlich noch angesteuert werden. So wie das mysteriös da unten aussah. Aber es scheint so. Ja. Aber sonst weit und breit. Doch, da hinten kommt noch einer. Wir haben Glück, Leute. Es kommt noch einer. Aber da ist so ein elektrisch betriebener, glaube ich. Ja. Schaut euch den mal an, was das für einer ist. Ich laufe mal so, als ob ich ihn nicht sehe, an ihn so vorbei. Ja. Wunderbar. Ja, nach Schönebeck. S1. Okay. Schön. Wo geht's jetzt hier wieder runter? Ich will wieder runter, ich will raus hier. Ach, muss wieder da hinten hin. Oh, da kommt noch was Schönes. Schaut mal, Leute. Hey. Hab jetzt mit alles gerechnet, aber nicht, dass der jetzt hier auf einmal kommt. Gut. Da sind wir ja doch noch auf unsere Kosten gekommen. Ja. So, ich laufe mal wieder hier raus und mache mich auf den Weg nach Dresden. Ich weiß nicht, wann dieses Video erscheinen wird. Bei mir ist es ja immer so, warte, ich mache mal Regieansicht. Bei mir ist es ja immer so, ihr könnt immer bestimmen, aussuchen, was ihr als erstes sehen möchtet. Ja. Und hinter mir könnt ihr jetzt ja auch sehen, mit dem Regieassistenten kann ich mich selber da auch noch sehen. Oder eben halt andersherum. Verabschiede ich mich von euch. Warte, ich mache mal doch lieber die Hauptseite, weil so sieht man nichts. Wartet. So, jetzt ist noch viel interessanter. Ich verabschiede mich von euch mit diesen schönen Bildern hier aus Magdeburg, Bückau.
Bückau, nicht Bückenau, Bückau und fahre dann mal weiter nach Dresden, wo ich dann auf euch warten werde. Entweder nächste Woche oder darauf die Woche, je nachdem. Ihr könnt euch immer dran beteiligen, wenn ich die Umfrage starte. Was wollt ihr sehen, könnt ihr euch aussuchen. Und wer die meisten Stimmen hat, der kommt dann immer noch abwechselnd sonntags und mittwochs. So, bis dahin, bleibt gesund, frohes neues Jahr. Übrigens, ich denke mal, das Video wird in den neuen Jahr erscheinen. Bis dann, euer Mehmet Oe. Ciao Leute.